Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Video bin ich ja auf die Symptome eingegangen. Also wie äußert sich denn mangelnde Lebendigkeit? Wenn wir so an diese Grenze kommen, dann erfahren wir das in der Regel in der zweiten Lebenshälfte. Die erste Lebenshälfte, da hatten wir Strategien, mit denen wir zurechtgekommen sind. Aber in der zweiten Lebenshälfte funktioniert das auf einmal nicht mehr so und wir erfahren die Grenze. Sehr unterschiedlich in den Lebensbereichen auf der Arbeit oder in der Partnerschaft oder auch in unserem eigenen Seelenleben. Der innere Kritiker wird stärker oder bestimmte Ängste und Sorgen nehmen zu. Und hinzu kommt manchmal noch die Angst, wenn ich da jetzt tiefer einsteige, womit bekomme ich es dann zu tun? Was äußert sich dann, womit ich gar nicht gerechnet habe? Und so verstärkt sich die Unsicherheit, wie kann ich denn damit umgehen? Bei Leben vertiefen arbeiten wir mit den 4 Elementen. Und das ist das, was mich begeistert, weil es so schön bildhaft ist. Also wir nehmen die 4 Elemente unseres Planeten, Feuer, Wasser, Erde, Luft, und wir ordnen sie den Bereichen zu, von denen wir überzeugt sind, wenn die zusammenkommen in unserem Leben, dann geschieht Lebendigkeit. Das ist Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. Und ich möchte zu jedem Aspekt ganz kurz was sagen, damit du mal eine Orientierung bekommst. Wenn wir mal auf das Feuer schauen, das Feuer hat transformierende Kraft. Alles, was mit Feuer in Berührung kommt, wird verändert. Und wir verbinden dieses Element Feuer mit Freude. Und wahrscheinlich kennst du das, Freude hat so eine Kraft, ist so ansteckend. Momente in deinem Leben, wo du voller Freude warst, alles erscheint in einem neuen Licht. Ich war letzte Woche auf einer Hochzeit und da war der Raum erfüllt mit viel, viel Freude. Und wenn Freude in unserem Leben ist, dann bekommt alles seinen rechten Platz. Kleinigkeiten, die uns sonst ärgern, die verblassen. Freude ist unheimlich stark. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, Freude ist nicht das Ergebnis unserer Umstände, sondern die Linse, durch die ich auf die Umstände schaue. Freude verwandelt unser Leben. Und es ist was ganz, ganz Starkes, wenn wir lernen, mit dieser neuen Linse auf unser Leben zu schauen, wie dann sich auch unsere Gefühle und unsere Lebensatmosphäre verändern kann. Und dann das Element Wasser. Wir bringen das Element Wasser in Verbindung mit Frieden. Frieden mit mir selbst und Frieden mit anderen Menschen. Und das Element Wasser ist das Element der Verbundenheit, des Ausgleichs. Wenn man bedenkt, dass wir zum größten Teil aus Wasser bestehen und dass unsere Geschichte im Wasser begonnen hat. 9 Monate sind wir geschwommen im Fruchtwasser. Also da kommen wir her und wir spüren, dass das Wasser die Verbindung schafft und den Ausgleich, die Balance. Und es beginnt mit der Beziehung zu mir selbst. Das ist meine Geschichte, die ich im ersten Video kurz skizziert habe. Da war ein Kontaktverlust zu meinem eigenen Herzen durch meine eigene Geschichte. Und es hat lange gebraucht, um zu erkennen, dass das Maß, wie ich selber Kontakt zu meinem eigenen Herz habe, das ist genau das Maß, wie ich Kontakt zu anderen Menschen aufbauen kann. Und wenn hier der Kontaktverlust da ist, dann kommt der Lebensfluss ins Stocken, dann trocknet etwas aus. Aber wenn es wieder ins Schwingen kommt, wenn die Beziehung zu meinem eigenen Herzen wieder wächst und zu anderen Menschen, dann fließt etwas, dann fließt wieder Lebendigkeit. Ja, und dann die Erde. Ganz intuitiv bringen wir das in Verbindung mit Fülle. Wir säen und ernten und wir erleben, dass aus der Erde unsere Nahrung kommt. Wir ernähren uns und wachsen und gedeihen. Das bringen wir in Verbindung mit Fülle. Und ein geerdeter Mensch hat aber auch Stabilität. Wurzeln, die ganz tief ins Erdreich hineingehen und ein Baum, der nicht so schnell vom Wind umgeweht wird. Also ein Mensch, der nicht so sehr von unbewussten Anteilen gesteuert wird, sondern stabil und geerdet da ist. Und dann das Element Luft. Luft verbinden wir mit Freiheit. Und es ist das Element, was uns ständig umgibt. Wir atmen ein und atmen aus. Unser Leben beginnt mit dem ersten Einatmen und endet mit dem letzten Ausatmen. Die Freiheit, also das Wehen des Windes. Und wir leben hier in Deutschland in einer recht freien Gesellschaftsordnung. Wir können uns es kaum vorstellen, in einer Diktatur zu leben. Aber Unfreiheit erleben wir stärker in unserem Inneren. Deshalb sprechen wir im 4-Elemente-Training von den 4 Freiheiten. Die erste Freiheit, die mentale Freiheit. Also die Freiheit zu denken und zu tun, was uns selbst wichtig ist, was wir für richtig halten. Also die Freiheit, die im Kopf sozusagen beginnt. Dann die zeitliche Freiheit,
Freiheit zu entscheiden, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du deine Zeit verwendest. Und dann die finanzielle Freiheit. Das hat viel damit zu tun, dass wir unserer Leidenschaft nachgehen können, dass wir Raum haben, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Also keine schlaflosen Nächte, sondern Sorgenfreiheit, wenn das Geld da ist. Und dann auch die emotionale Freiheit. Freiheit zu entscheiden, wie du dich fühlst. Also nicht gegen deine eigenen Gefühle agieren zu müssen. Dazu möchte ich ein kleines Beispiel erzählen, als unsere Kinder noch klein waren, so im Alter von 8 bis 10, 12 Jahre alt. Da haben wir mit ein paar Freunden eine Wanderung gemacht. Und das war, glaube ich, gerade Karneval. Die Kinder hatten sich verkleidet als Ritter. Und ich bin ein bisschen vorgelaufen, weil ich mir einen Spaß erlauben wollte. Also die Kinder in einer großen Rotte, vielleicht 12, 13 Kinder waren das, hatten sich verkleidet als Ritter, haben ihre Kriegslieder gesungen. Und ich bin vorgelaufen und habe mich in einem Gebüsch versteckt und wollte die Kinder mal erschrecken. Und als die näher kamen mit ihren Liedern, die sie gesungen haben, habe ich auf einmal gebrüllt wie ein Bär. Ich kann nämlich ziemlich gut wie ein Bär brüllen. Und da hättest du mal die Gesichter und die Atmosphäre, die Veränderung in den Kindern erleben sollen. Zuerst die Größten, wir sind die Größten. Und als das Gebrüll dann vom Bär aus dem Gebüsch kam, wow! Die Kleinen sind sofort weggelaufen. Die etwas Größeren zumindest haben noch eine Kampflinie gebildet. Aber als ich dann rauskam und sie sahen, es ist der Papa, da haben sich ihre Gefühle sofort wieder verändert. Also zuerst die Ahnung, da ist ein Bär, Angst, es ist der Papa. Das wussten wir gleich, wir haben uns überhaupt nicht erschreckt. Also Gedanken und Vorstellungen, wenn die sich verändern, verändern sich auch unsere Gefühle. Die emotionale Freiheit, neben den anderen 3 Freiheiten ganz, ganz entscheidend, dort hineinzukommen. Das Element Luft führt uns in die Freiheit. Ja, das war eine kurze Vorstellung von unserem 4-Elemente-Training. Und wenn du das Gefühl hast, für dich steht jetzt ein nächster Schritt an, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu unserem Eisberggespräch. So nenne ich das. Denn genauso wie bei einem Eisberg nur 10% sichtbar ist und 90% unterhalb der Wasseroberfläche ist, genauso ist es mit unseren Herausforderungen. Die spüren wir und erahnen, aber nur 10%. Das meiste ist im Unbewussten. Und da kann so ein Gespräch sehr hilfreich sein. Und deshalb eine herzliche Einladung. 40 Minuten per Skype, Aug in Aug, führen wir ein Gespräch und ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann auf dem Weg zu mehr Lebendigkeit. Es ist ein unverbindliches Gespräch. Hier unten unterhalb des Videos findest du einen Button, da kannst du draufklicken und dich bewerben. Füll den Fragebogen aus und dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann auf deinem nächsten Schritt zu mehr Lebendigkeit. Ich freue mich auf dich. Bis dann.